Famous Flyer Nummer 7. Die Mitsubishi Heavy Industries MU2 ist am InSim-Marktplatz des Microsoft Flight Simulators für Xbox und PC gelandet. Wir werfen mit diesem Video gemeinsam einen Blick darauf und damit hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Andi, schön, dass du da bist. Pilotinnen und Piloten der Deluxe und Premium Deluxe Version zahlen knapp 10 Euro. User der Standardversion des Microsoft Flight Simulators zahlen knapp 15 Euro. Kurz nach Release gab es bereits sehr gute 3,9 von 5 Sterne und nach der Installation belegt der Zusatzinhalt in der Version 1.0.16 insgesamt 1,67 GB auf unserer Festplatte. Die Maschine kam mit etwas Verspätung auf den Marktplatz. Ein Blick in die weiteren Infos lässt Spekulationen zu, wann der eigentliche Release geplant war. Leider gibt es aktuell nur insgesamt 5 Liveries. Für dieses Video habe ich mich für die schwarze entschieden. Gerade für die Xbox-User bleibt zu hoffen, dass über den offiziellen Marktplatz bald Nachschub kommt. Von der Location her befinden wir uns heute in Tokio am RJTT. Die Aufnahmen für dieses Video entstanden an der Xbox Series X. Die Mitsubishi Heavy Industries MU2 ist 12,01 Meter lang, 4,17 Meter hoch und hat eine Spannweite von 11,94 Metern. Entwickelt wurde die Maschine in Zusammenarbeit zwischen Microsoft und Inibuilds. Inibuilds, das Entwicklerteam, liefert in der Regel ordentlich ab und das ist hier eindeutig zu sehen. Der Erstflug der MU2 fand am 14. September 1963 statt. Zwischen 1963 und 86, in diesem Zeitraum wurde die Maschine gebaut, wurden insgesamt 704 Exemplare hergestellt. Angetrieben wird die Maschine von 2 Turboprop-Triebwerken, womit wir einen Cruise Speed von ca. 260 kTa erreichen. Die maximale Flughöhe beträgt 25.000 Fuß. Im weiteren Verlauf des Videos werfen wir jetzt gleich noch einen Blick in den Innenraum der Maschine. Wir starten unter Einbeziehung der Checkliste, auf die ich noch etwas genauer eingehen möchte, dann aus dem Cold and Dark heraus. Nach dem Start fliegen wir dann ein kleines Stück und ich zeige euch, wie die Maschine bei Nacht aussieht, also die ganze Beleuchtung und so weiter. Wir gucken uns die Scheibenwischer zum Beispiel auch an und Dinge aus dem Innenraum und setzen zum Abschluss hier zur Landung wieder an in Tokio. Der sehr gute erste Eindruck von der Außenhaut setzt sich im Innenraum weiter fort. Viele kleine Details sind sehr gut zu erkennen, wie zum Beispiel die Nähte an den Armlehnen, in der Polsterung der Sitze oder auch Schrauben allgemein. Auch die in die Jahre gekommenen Armaturen sehen richtig gut aus. Die Abnutzungen sind sehr gut gelungen, wie ich finde. Im hinteren Teil der Maschine seht ihr hier nun die Cargo-Variante. Es gibt auch eine Passagier-Variante, die lässt sich im Cockpit vorne am Handy entsprechend umschalten. Machen wir auch gleich noch. Was wir jetzt zuerst machen, ist, dass wir hier mal die Tür öffnen. Und hier kommen wir zu einem Punkt, der mir negativ aufgefallen ist. Es gibt keinerlei Soundunterschiede. Egal ob die Tür offen oder geschlossen ist, der Sound verändert sich nicht. Ihr seht hier, wie erwähnt, die Xbox-Variante. Am PC habe ich es noch nicht getestet. Solltet ihr da schon Erfahrungen gesammelt haben, schreibt es mir gerne in die Kommentare, ob das dort auch so ist oder eventuell anders. Die Sonnenblenden vorne im Cockpit lassen sich herunterklappen, seitlich nicht wegdrehen, aber herunter und wieder hochklappen. Und was ihr hier jetzt seht, sind die Settings am Handy. Zum einen lässt sich hier einmal im Mittelteil das Cockpit verändern von Classic auf Modern, also sprich auf ein Navi. Im klassischen Cockpit habt ihr hier ein entsprechendes Wetterradar. Außerdem lässt sich hier dann auch im hinteren Teil der Maschine das Ganze von Cargo auf Passagier-Variante umstellen. Samt dazugehörigen Tisch, der sich dann auch hoch- und runterklappen lässt. Des Weiteren lässt sich über das Handy auch eine Vorkonfiguration einstellen, einmal für den Take-Off und einmal für die Landung. Über den Home-Button ganz unten auf dem Handy gelangen wir wieder auf die Ausgangsseite.
Hier seht ihr dann noch Details zu Abflug und Zielflughafen, wenn ihr eine Flugroute hinterlegt habt. Das ist bei mir jetzt hier nicht der Fall. Außerdem könnt ihr links oben über den Button Map euch eine Karte anzeigen lassen, wie ihr es zum Beispiel auch von der VFR-Karte kennt. Was für einen leichteren Einstieg in den Umgang mit einer neuen Maschine sorgt, ist eine funktionierende Checkliste. Was am PC selbstverständlich ist, denn dort packen die Entwickler in das Download-Paket meist noch Handbücher und so weiter mit rein, endet auf Konsole meist im Anfangskrampf und in Frust, denn es ist schlicht und ergreifend nicht viel über die jeweilige Maschine zu finden. Hier wäre absolut wünschenswert, dass die Entwickler ihre Handbücher und so weiter nicht in Download-Paketen für den PC verstecken, sondern als offene Download-Datei auf die Entwicklerseite packen, sodass auch die Konsolenflieger darauf zugreifen können. Und eins vorweg, die hier integrierte Checkliste ab Release ist eine der besten, die ich bisher in einem neuen Flugzeug gesehen habe. Und obendrauf gab es direkt noch als Download-Version ein entsprechendes Handbuch. Den Link findet ihr hier unten in der Videobeschreibung. Ihr seht schon im Hintergrund, ich habe jetzt hier ein wenig zeitlich zusammengerafft die Checkliste entsprechend abgearbeitet. Und sobald sich jetzt hier der Öldruck aufgebaut hat, starten wir das linke Triebwerk. Ich bin eine Zeit lang ruhig und ihr könnt den Sound einmal auf euch wirken lassen. Und da komme ich zu meinem zweiten Kritikpunkt. Es betrifft tatsächlich wieder den Sound, denn, und da weiß ich jetzt nicht, wie es euch damit geht, aber mir erscheint der Sound als zu flach. Da hatte ich tatsächlich mehr erwartet. Wir schalten jetzt hier mal noch das zweite Triebwerk dazu und gucken, was passiert. Ja, also weiß ich nicht. Mir ist das nach wie vor zu wenig und wenn ich mir YouTube-Videos angucke von der realen Maschine, dann kommt da einfach mehr rüber. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr von dem Thema Sound bei dieser Maschine haltet. Jetzt checken wir hier noch die letzten Einstellungen. Manche Schalter müssen automatisiert in bestimmte Positionen springen. Das müssen wir hier noch überprüfen. Und im Anschluss rollen wir los zu unserer Startposition. Achtet hierbei dann auch gerne auf den Sound in der Außenperspektive.
Auch auffällig bei der Checkliste ist die Angabe unter dem Button Start, dass eine Rotationsgeschwindigkeit angegeben wird. Diese liegt hier bei 115 Knoten. Das ist, finde ich, relativ hoch, wenn man bedenkt, dass wir hier über eine relativ kleine Maschine mit einer großen Leistung hier sprechen. Im weiteren Verlauf der Checkliste sehen wir dann auch die ideale Anstiegsgeschwindigkeit sowie zum Schluss dann auch eine Empfehlung für die Geschwindigkeit zur Landung. Wir heben jetzt hier einmal gemeinsam ab. Dazu halte ich mich, was den Kommentar angeht, wieder einmal zurück. Und sobald wir dann in der Luft sind, klinke ich mich wieder mit dem Kommentar ein und wir sehen uns weitere Einstellungsmöglichkeiten hier im Cockpit zusammen an. Also ich weiß nicht, ob es euch jetzt gerade aufgefallen ist beim Einfahren des Fahrwerks. Ein weiterer Kritikpunkt betrifft einmal mehr den Sound, denn das Ein- und Ausfahren des Fahrwerks klingt außerhalb, also in der Außenansicht, genauso wie in der Innenansicht. Zumindest auf Xbox. Wie vorhin schon erwähnt, ich habe es am PC noch nicht gegengecheckt. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, falls ihr am PC andere Erfahrungen gemacht habt. Nachdem wir jetzt hier noch ein bisschen Schub angepasst haben, zeige ich euch hier unten noch den Autopiloten. Dieser ist voll funktionsfähig und alles klappt mit einer entsprechenden Flugroute, die ihr hinterlegen könnt ohne Probleme. Über das Overhead-Panel habe ich jetzt hier einmal die Beleuchtung aktiviert, innen wie außen. Außerdem habt ihr hier in diesem Bereich noch die Möglichkeit, die Klimatisierung zu regeln. Auf der linken Seite habt ihr außerdem Schalter, um die Tanks entsprechend zu bedienen, um beispielsweise von den Tipptanks den Treibstoff in den Mitteltank zu pumpen, um von dort aus dann die Motoren zu bedienen. Äußerlich sieht das Ganze in der Nacht mit Beleuchtung dann so aus.
Und bevor wir jetzt gleich landen, hier noch ein Eindruck über die visuelle Darstellung bei Regen samt Einsatz der Scheibenwischer. Wir setzen jetzt hier zur Landung an und sobald wir am Boden sind, melde ich mich zurück. Okay, da sind wir zurück in Tokio und der Umkehrschub funktioniert im Übrigen auch sehr gut bei dieser Maschine. Ich fasse einmal zusammen. Die Famous Flyer Nummer 7 Mitsubishi MU2 von Microsoft und Inibuilds ist eine grundsolide Maschine. Optisch wie technisch ist hier alles auf einem sehr hohen Niveau. Lediglich die Sounds sind hier für mich tatsächlich zu kritisieren. Das ist aber nichts, was man nicht per Patch irgendwie nachreichen könnte. Insofern kann ich mir sehr gut vorstellen, dass hier nachgelegt wird. Die Checkliste funktioniert hervorragend und auch ein Handbuch steht zum Download bereit. Wie gesagt, Link unten in der Videobeschreibung. Das ist zu Release auch keine Selbstverständlichkeit. Den Preis möchte ich nochmal erwähnen, denn den finde ich auch absolut in Ordnung und gerechtfertigt. Dieser liegt bei 14,99 € für diejenigen, die mit der Standardversion des Microsoft Flight Simulators unterwegs sind. User, die mit der Deluxe- oder Premium-Deluxe-Version des Microsoft Flight Simulators fliegen, zahlen sogar nur 9,99 €. Ich hoffe, ich konnte dir mit meinem Video hier einen guten ersten Eindruck über die Famous Flyer 7, die MU2, verschaffen. Sollten Fragen offen bleiben oder du Ergänzungen zum Gezeigten haben, nutze sehr gerne die Kommentarfunktion hier unter dem Video. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Community-Event. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche eine gute Zeit und bin raus.